Also grüß Gott zusammen, mein Name ist Heinrich Kürzeler, meine Freunde nennen mich Heini. Ich bin seit fast 40 Jahren verheiratet, bin jetzt 64 Jahre oder werde jetzt dann 64 Jahre alt und meine große Leidenschaft ist halt Mountainbiken. Wie ich das Motorradfahren aufgehört habe, habe ich angefangen mit Mountainbiken und habe festgestellt, dass ich halt auch viel lieber bergab fahre als mühevoll den Berg rauf. Gut, mit E-Bikes ist es heute ein bisschen leichter, aber ich war immer schon der Bergabfahrer und möglichst schnell und habe halt auch angefangen Downhill zu biken. Und dann habe ich festgestellt, dass es viele Menschen in meinem Alter gibt, also über 50, die wahnsinnig gern den Berg hochfahren, die mit den E-Bikes hochfahren und die sagen, ach, auf der Hütte, es ist so schön, die Aussicht, ich genieße es gibt so tolles Essen, aber runter, wenn ich fahren muss, boah, da graust mir immer. Und bei mir war es ja umgekehrt, ich fahre ja am liebsten runter. Und dann habe ich mir gedacht, ich zeige den Menschen in meinem Alter, wie schön das sein kann, bergab zu fahren. Habe dann eine Ausbildung gemacht als Mountainbike Guide und habe dann einen eigenen Kurs entwickelt für Menschen über 50, wo es wirklich nur ums Runterfahren geht. Also der Kurs heißt Trail Einsteiger 50 Plus. Und die Kurse mache ich jetzt seit 3 Jahren. Die Leute sind total begeistert und es ist eigentlich gar nicht so schwer, den Menschen in dem Alter zu vermitteln, dass man auch bergab viel Spaß haben kann. Ja, und die Bike-Kurse beginnen in einem flachen Schotterstück, wo wir die richtige Haltung auf dem Bike lernen, wo wir uns die Bikes anschauen, den richtigen Luftdruck, die richtige Abstimmung beachten. Auch da gibt es viele Dinge, die in unserem Alter einfach anders sind als in der Jugend. Und da gehe ich drauf ein und dann fahren wir Bremsen und dann üben wir so ein bisschen Stufenfahren und so weiter. Und am Nachmittag gehen wir dann in die OD-Trails. Das ist ein kleiner Bikepark bei uns, aber wunderschön, sehr übersichtlich, mit einem eigenen Lift. Also keiner muss hochtreten. Und da gibt es verschiedene Lines, die wir dann runterfahren und die wir ganz individuell dem Können der Teilnehmer anpassen können. Wirklich einfache Lines, mit dass man mal einen Fluss kriegt, einen Flow kriegt, mal Steilabfahrten, mal kleine Hügel fahren und so weiter, mal über ein Steinfeld drüber, aber halt alles sehr kontrolliert und eben auch mit der entsprechenden Schutzausrüstung, die wir uns vorher ausleihen. Also das Ganze ist so aufgebaut, dass die Leute einfach viel Spaß haben und in der Freude dann auch lernen und die Sicherheit kriegen, wie man Berg runterfährt, was passiert, wenn man mal auf ein Schotterstück kommt, wenn einmal Stein im Weg liegt oder solche Dinge. Das üben wir alles und dann fahren wir irgendwann einmal die Blue Line in Oberstdorf und das ist ein sehr schöner Naturtrail, auch schon schwierig mit der Wasserdurchfahrt, mit ein paar Überfahrten und so weiter. Aber durch die Vorbereitung, die wir gemacht haben und dass wir das den Leuten einfach gezeigt haben, wie man das macht, haben die alle einen Riesenspaß und die Menschen werden ja auch immer, ja, ich sage jetzt mal, das 60 von heute ist ja das 40 von früher. Ne? Und die Leute werden immer vitaler, immer gesunder, treiben viel Sport, sind fit. Gerade wenn man so mal das Rentenalter erreicht hat, hat man ja viel Zeit auch für sich. Und es gibt halt ganz viele Menschen, die nicht nur auf ihre Enkelkinder aufpassen wollen, sondern die Sport machen wollen, die weiterentwickeln wollen, die gesund leben wollen. Und da ist der Kurs eben genau das Richtige. Und es macht dann heiden Spaß und das Tolle ist, dass sich die Menschen in meinem Kurs alle weiterentwickeln. Du merkst wirklich vom Anfang, wie die sehr zaghaft manche Sachen angehen und wie die zum Schluss dann mit mir diese Blue Line runterfahren, über solche Hügel drüber fahren, als wären es nie da gewesen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sieht, dass man sich da entwickeln kann. Und mein Erfolgserlebnis ist immer, wenn der Kurs zu Ende ist und ich frage, wie war es heute? Und die haben ein breites Grinsen. Und das ist eigentlich so für mich die Bestätigung, dass das, was wir den ganzen Tag gemacht haben, gut war. Aber immer natürlich unter der Berücksichtigung der altersspezifischen Gegebenheiten. Ich sehe es jetzt auch an den Gesichtern und so. Wie langsam wird das was mit dem Flow, gell? Ja, man muss sich bloß trauen, ja. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass meine Bikekurse immer mehr Anklang finden und immer mehr gebucht werden und habe so Freude daran gehabt und dann habe ich gelesen, dass Focus eben ein Projekt sucht, wo sie förderungswürdige Bike-Projekte unterstützen. Und wie das halt immer so ist, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben und habe gedacht, vielleicht haben die auch Interesse an meiner Zielgruppe und habe mich natürlich riesig gefreut, wo ich dann von Focus ein Feedback gekriegt habe, ja, wir würden dich gerne mal nach Stuttgart einladen, dass du dein Projekt präsentierst. Und dann bin ich nach Stuttgart gefahren und muss man natürlich auch ehrlich sagen, also der Älteste von denen war halb so alt wie ich.
Und dann habe ich aber mein Projekt vorgestellt und die waren Feuer und Flamme und haben gesagt, toll, finden das geil, was du da machst. Und eben wieder diese Idee, zusammen was zu machen. Und das hat mich so total gefreut und jetzt arbeite ich sehr, sehr vertrauensvoll und freundschaftlich mit Focus zusammen. Habe mittlerweile mehrere Focus-Bikes bekommen, darf auch immer wieder mal eins von den ganz neuen testen, was mir natürlich riesen Freude macht. Bin da super zufrieden und fühle mich in dieser Community auch wirklich wohl. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich mache halt da ein bisschen was für die, sondern ich fühle mich wirklich in der Gemeinschaft von Focus wohl, weil die wirklich wahnsinnig viel Wert darauf legen, zusammen was zu machen und nicht gegeneinander oder einer fährt schneller und der andere nicht oder so, oder dass man da jemand auf die Schippe nimmt, weil er halt nicht mithalten kann oder so, sondern die wollen wirklich dieses Ride Together leben und das ist auch das, was mir so gefällt, weil ich bin eigentlich auch ein sehr, ja, kameradschaftlich orientierter Mensch und ich möchte halt, dass man gemeinsam was macht und nicht gegeneinander und dass man auch ein bisschen Vertrauen hat. Und das ist eben das, was mir bei Focus so gut gefällt und ich hoffe, dass wir die Zusammenarbeit halt noch ganz lange Jahre miteinander haben werden. Bike reindrücken, Bike drücken. Auf geht's! Das Schöne an meinem Kurs ist, dass sich viele Leute anmelden, den Anfänger-Einsteigerkurs mitmachen und dann so Freude dran haben, dass sie sagen, das will ich meinen Freundinnen, das will ich meinen Freunden auch zeigen. Und auf einmal habe ich dann eine Anmeldung, 6, 7, 8 Leute von einer Gruppe. Also die dann alle zusammenkommen und sagen, Mensch, wenn der das erlebt hat und so begeistert der gesprochen hat, da will ich auch mitmachen. Und auf einmal entsteht da eine riesen Gruppendynamik. Und das ist halt auch wichtig an dem Sport, dass man es auch miteinander machen kann, dass man sich auch gegenseitig hilft mal, wenn der eine mal Werkzeug braucht, wenn er Platten hat oder irgendwelche Dinge. Also dieser Fokusgedanke, dieser Ride Together, das ist eigentlich in meinen Kursen auch das Wichtigste. Ich möchte nicht Individualisten haben, die allen zeigen, wie schnell sie dann unterdonnern können, sondern jeder muss auf den anderen Rücksicht nehmen. Der eine kann es besser, der andere nicht. Das ist auch eine Frage, mit welchem Fahrrad die kommen und so weiter. Aber wir wollen das halt auch gemeinsam haben und wir wollen halt auch gemeinsames Bergerlebnis haben mit dieser wunderschönen Kulisse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit über meine Grenzen gehe. Vor allem, es war diese Motivation, die ich bekommen habe. Das war einfach ein Wahnsinn. Überhaupt, das war vom ganzen Umgang war super heute. Also kann man nichts sagen heute. Also das war echt toll. Ja, war ein großartiger Tag heute. Mein Fahrradfahren ist ja irgendetwas, wo man jeder denkt irgendwie, das kann ich. Aber tatsächlich mehr habe ich 30 Jahre lang nicht gemacht und jetzt Ü50 dachte ich mir, why not? Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir uns definitiv noch mal sehen. Der Tag war heute sehr erlebnisreich, erfolgreich. Möchte mich beim Heini bedanken. So diese Steilabfahrt hätte ich wahrscheinlich vorher nie gemacht und die Blue Line sowieso nicht. Und, ja, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und toll, einfach nur toll. Und zum Schluss die Blue Line mit Hindernissen durchs Wasser, über Weidezäune. Dinge, wo ich vorher gesagt hätte, never ever mache ich das. Und das ging jetzt alles sicher, ohne Sturz und richtig klasse. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Heini. Tolle Idee, großartiger Tag. Danke dir.